So, liebe Blutsauger, da wären wir wieder bei einer neuen Episode von Vampyr. Ich habe das Restaurant gefunden, es war doch in dieser Passage, ich habe nur das Schild nicht gesehen. Also es ist definitiv das richtige Restaurant in dieser Passage. Also wenn ihr das sucht, geht in diese Passage, da ist das Restaurant. Ja, das Richtige. Und die Leute werden blind gemacht, beziehungsweise werden die Augen verbunden und ja, essen im Dunkeln. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reid. Please, have this for your research. 200 Schillinge! Damn, der hat richtig die Spendierhosen an. Okay, ja, dann kaufe ich mal direkt bei ihm was. Nämlich das hier. Ich habe auch schon mal eine Flinte benutzt, also... Die hat auch nicht Dampf unter der Haube. Die hat über 300 Schaden. So, bevor wir zum Escalon Club gehen, werden wir einmal hier um die Ecke gehen und zu uns nach Hause gehen, um zu leveln und auch noch ja, Dinge zu verbessern. Und das Anwesen der Reids ist nämlich genau hier rein. Das ist dann so eine kleine Gasse. Hier waren wir nämlich eben schon. Und hier mal rein. Da steht die olle Level 29. War ein Gegner Level 29. What? Das gekontert. Ich glaube, ich werde sterben. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Das war besser. Okay, it's you and me. Lass mich ganz für dich allein. Jawohl. Wow, die platzt. Das ist ja richtig übel. Okay, was hat die denn gedroppt? Opium 7-mal. This is despicable. So, wir müssen doch eigentlich jetzt da sein, oder? Ist das hier? House of Reid? Anwesen, Unterschlupf, ein sicherer Bereich zum Schlafen und Dinge herzustellen. Ja, will ich doch. Kann ich nicht in das eigene Haus? Oder muss das irgendwie anders gehen? Warum komme ich... Okay. Anscheinend geht's nicht. Das heißt, ich muss mir eine andere Unterkunft suchen. Vielleicht kann ich erst später dahin.
Aber, ja, die nächste Unterkunft ist halt in Whitechapel, aber... Ja, komm, gehen wir mal. Ist jetzt nicht so der Mordsumweg und... Die meisten Gegner hier sind meine Kragenweite. Geradeaus war's. Ja. Okay, den meisten Leuten hier geht's irgendwie gut. So halbwegs. So, endlich. Oh. Aber wir haben ja noch ein paar Leute verarztet, damit die genesen sind. Irgendwie sind die Ladezeiten gestiegen, habe ich das Gefühl. Weiß aber nicht warum. Whitechapel, Status bezirksbedenklich. So, was wollte ich jetzt? Erstmal wollte ich gucken, ob hier in Whitechapel noch jemand ist, der mit ihm könnte ich reden. Wir haben jetzt ja Bandstufe 3, das heißt, wir können uns eigentlich ihm einladen lassen. Erschöpfung, Erschöpfung, Erschöpfung. Erschöpfung und Neuralgie. Dreimal Erschöpfung. So, ich hab schon. 1, 2, 3. Stellen wir nochmal eins her. So, das da. So, und ich selber stelle mir nochmal Heilung her, weil ich werde sie brauchen. Blut. So, das können wir zerstören. Dann ist uns Uhr. Brauchen wir die noch? Behalte sie einfach mal. Knarre. Yes. Maximal. Ungefähr freigeschaltet, der Tüftler. Ach, entweder oder ist es. Ich habe gedacht, das sind zwei. Ah, okay. Ach, ich habe das... Boah, ich bin so massiv dumm. Ich habe gedacht, das sind zwei Sachen, die wir skillen können. Okay, Nachladezeit verringert habe ich hier. Stärkerer Schock, ja. Verursachter Schaden, ja. Oh. Nachladezeit, was haben wir hier? Feuerrate. Niete brauche ich. Feuerrate um 20% erhöht. 5 zusätzliche Schockpunkte, wenn geschossen ist. Könnt ihr doch mal den Schock erhöhen. Dann habe ich 20. Ist auch nicht schlecht, ne? Weil wir machen Schaden und Schocken zusätzlich. Aber ich glaube, ich will die Feuerrate erhöhen. Können wir schneller ballern. Okay, interessant. Die Waffe ist schon auf blau. Entweder, was ist das? Schaden. Nachladezeit. Ja, die Waffe braucht echt lang zum Nachladen. Ich nehme Nachladezeit. Und hier nehme ich den Schaden. Ja, da fehlt mir noch ein. Kann ich die auch aufwerten? 616. Also, ich glaube, damit hat sie diese Schrotflinte hier abgelöst. 576, ja. Dann verbessere ich lieber die hier. Was macht die maximal für Schaden? 153. Ja, das ist mal besser. Feuerrate 5, Feuerrate 10. Okay, Nahkampfwaffen. Hier habe ich den Blut auf. Ja. Yes, ich kann sie auch verbessern. Das macht die maximal 200. Ja. Noch mehr Blutaufnahme. Ah, 2 brauche ich noch, dann kann ich die maximal verbessern. Ich werde es halt echt brauchen in diesem Bereich. Also die Gegner hier sind absolut hardcore. Wie wir ja schon gesehen haben. 2 Stück noch. Ja, ich glaube, ich werde die Säge auf Max bringen. Und dann gönne ich mir verursachten Schaden. Ich hätte wie viel mehr? 10%. Wie viel macht das? 13, ja.
Hätte am Ende richtig viel Schaden raushauen können aus der Säge, aber sei es drum. Knüppel, lohnt sich das? Ich weiß nicht, was mit der Axt. Oder wir verbessern auch nochmal die Axt. Was macht die? 242 Schaden. Auch nicht schlecht. Schaden. Verbesserte Handhabung. 3 zusätzliche Schockpunkte. Nimmt Blut auf, wenn die Waffe trifft. Oh, ich nehme das hier. Geil, jetzt haben wir jetzt schon 2 Waffen auf lila und 1 auf orange. Das wird gut. Die verbraucht halt wesentlich mehr Ausdauer, aber Schaden ist wesentlich höher. Es ist aber nur ein Unterschied von 5. Dafür hier mehr 5 Schaden zu haben auf der Säge. Ja, die Säge ist schon wesentlich besser. Zweihändige Waffen, was ist mit dem Knüppel hier? Ah, okay, hab nicht mehr genug. Okay. Voll nice. Wir ruhen uns jetzt aus, wie wir es besprochen haben. Wir leveln, gehen zum Escalon Club. Wir haben 2325 Erfahrungspunkte, das ist echt viel. Reicht's aber. Ich würde das gerne leveln, weil 400 Schaden ist halt echt super. Die Sache ist, ich habe nicht genügend Erfahrungspunkte und selbst wenn ich sie hätte... Ja, wobei, dann wäre ich schon Stufe 20. Ja, macht nichts. Hier. Das kostet halt alles zu viel. Ich habe halt nicht genug. Ich will auf jeden Fall noch leveln meine Blutkapazität. Ich habe für die ganzen Sachen, die ich ausführen möchte, nicht genug Blut. Und halt auch mich zu heilen ist sehr wichtig. ...600... Kann ich halt nichts mehr leveln. Ich glaube, ich investiere nochmal was in Biss. 600 Schaden. Plus 600% Schaden. Ja. Ja, das war's dann. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich keine Menschen töte. Deswegen sind wir schwach. Oder sind noch mehr krank geworden in Whitechapel. Kritisch. Ja, der Preis bei den Händlern ist jetzt höher. Sieht's woanders aus. Ist wieder gereinigt. 100%. Bin gesund. Ja, Schöpfung. Schöpfung. Gut, Whitechapel ist halt richtig... Ist zumindest wie gesund. Ah. Er hat Migräne, okay. Dagegen können wir auch noch was tun. Stellen wir nochmal gleich was gegen Migräne her. Gut. Okay. So. Leute in Whitechapel. Wer hatte denn nochmal was? Es sind ja noch ein paar dazugekommen, aber ich glaube, es ist nur er hier und sie hier. So, mal schauen, wo ich die Leute hier finde. Aber die waren ja alle so in der Nähe der Kirche und die Kirche dürfte hier irgendwo sein. Da ist jemand. Da ist sie mit Erkältung. Hatte ich nicht was gegen... Hatte ich nicht Mittel gegen Erkältung? Achso, falsch. Migräne und Erschöpfung. Ich
könnte aber nochmal gerade schnell was gegen Erkältung herstellen. Ist ja nicht weit weg hier, das Zimmer. Mal wieder eine kleine Ladezeit, aber das wirft uns jetzt nicht so massiv zurück. Stelle ich nochmal gerade was gegen Erkältung her und dann können wir das hier auch verabreichen und dann steigt der Bezirk wieder von der Gesundheit. Okay, ich sollte noch gucken, dass ich Abzüge kaufe und also blaue Teile, um die Waffen zu verbessern. Weil ich würde schon gerne aus dem Spiel rausgehen und auf jeden Fall ein paar Waffen auf Maximum haben. Zumindest die, die ich am meisten benutze, wie jetzt die Säge zum Beispiel oder die Pistole. Was ja auch schon der Fall ist, aber... so, Erkältung war's. Können wir da sogar noch eins herstellen, warum nicht? Alright. So. Dann wollen wir mal. Death is all As long as you have the money. Good evening. You look ill. Well, Thank you. Okay, ich skippe das alles, weil das die ganzen Gespräche uns einfach zu viel Zeit kosten. Kirche ist da weiter vorne. Hier den Gang runter. Ja, da sind schon mal unsere 2 Patienten. Please, I don't have your money. Come on. Fancy You never... Right. So, er hat auch noch Abzüge zu verkaufen. Teile eines guten Abzugs, aber die Preise hier sind extrem hoch. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, jetzt was zu kaufen. Ich glaube, bei ihm lohnt sich das gerade nicht. You never... Do you need... be on it. I don't... Really? Goodbye. So, hier geblieben. You. Und es gibt mir auch Erfahrungspunkte. There is a... Good... Sind zwar nur 25, aber immerhin. Good evening. It's for Don't you... faith. No. I have... So. Wer war noch? Mit Netherkotz. Der ist am Friedhof. Also wenn er da immer noch ist. Pay me a glass Hier geht's and gut. I'll be jacked. Pay me a bottle. Aber ich nehme mal stark an, dass er immer noch hier ist. Jupp. Er hat eine Erkältung. Good evening. And good... Do you need... It may be what... I continue... I'll... So, wo war denn immer nochmal der andere Dude, mit dem ich noch nicht gequatscht habe, der Stufe 3 braucht? Ich überlege gerade. Weiß, glaube ich, noch grob, wo das war. Das war hier. Sicher bin ich mir gerade nicht. Jetzt mal eine Markierung hier hin. Ich glaube, dass es da war. Da war noch so ein anderer, so ein Händler-Dude. Wenn ich mich recht entsinne. Und oben drüber hat jemand gewohnt. Einmal so ums Eck hier rum. Das hier? Nee, ich glaube nicht. Boah, ey. Keine Ahnung, Mann. Es kann doch gut möglich sein, dass es
hinter der Kirche war. Hier irgendwo? I have no idea. Das ist auch so ein bisschen doof, dass ich nicht sagen kann, wo ich die Leute finde. Dieses System halt so von wegen, ja, zu wissen, wo die Leute sind, das war anstrengend. Hier vielleicht. Nee, da war das... Ah, okay. Nee, hier nicht. So, können wir hier nicht einfach hier durch? Schnelle, fixe Abkürzung. Nee, ich weiß nicht mehr, wo der Typ ist. Ich hab's leider komplett vergessen. Das hier führt mich nur wieder in den Bereich, wo ich schon war eben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier oben vielleicht war. Hier nochmal nachgucken. Damit wir nicht noch zu viel Zeit verlieren, kürze ich das Ganze mal ab und bin sofort wieder zurück. Bis gleich. Hab ihn gefunden. Sir, it's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear. Stimmt, er ist blind. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. Jetzt, er es gerade gesagt hat, wir hatten doch ein Schreiben, das ein Blinder nur entziffern kann. Also das passt ja dann. Können wir ja erstmal sein Leiden lindern und mit ihm quatschen und ja. Er sieht ja nichts. Tiere weiden sich an unserer Seele. Auch wieder so ein Mirblatt. Ah, okay. Jetzt haben wir eine coole Connection zu dem Schriftstück. Quatschen wir erstmal mit ihm. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reid. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reid? The eminent surgeon? My God. I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Can you give me something? Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reid. Oh, how I envy you. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Nichts, was wir nicht schon längst wissen, aber trotzdem, nice to know. So. Persönliche Fragen. Können wir ihn leider nichts fragen. Okay, dann geben wir ihm das Do you mal. know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reid. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary.
I'd be glad if you could find the other pages. Interessant, okay. Das heißt, das ist eine Follow-up-Quest. Die machen wir natürlich. Okay, weiter mit ihm kann ich... Weiter mit ihm kann ich nicht reden, er erholt sich. Er hat noch mehrere Leiden, aber... Guck mal, was hier noch ist. Ein bisschen Geld. It's locked, all right. It's locked, alright. Gut. Das wäre es auch, denke ich mal, soweit. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Gut, dass wir ihn gefunden und mit ihm gesprochen haben. Was ist hier denn los? Wer ist das? Ich habe eben schon gegen 3 Vampire gekämpft. Noch einer. Er kann einen Schattendoppelgänger heraufbeschwören. Er ist trotzdem keine Herausforderung für mich. Au, jetzt weiß ich mal, wie das ist, getroffen zu werden. Es sind ziemlich viele Vampire unterwegs, habe ich festgestellt. Aber was ich auch noch festgestellt habe, ist, die geben guten Loot. Ich habe jetzt zum Beispiel Teile als guten Abzugs bekommen. So, ich würde hier wieder abkürzen, weil wir müssen uns hierhin begeben und da es keine Schnellreise gibt, muss ich hier hinlaufen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wie wir beim Ascalon Club sind. Also, macht's gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir nutzen jetzt noch die paar Minuten und gehen endlich mal zum Ascalon Club. Und pimmeln hier nicht weiter in der Stadt rum, sondern machen das, wofür wir hergekommen sind. Bin mal sehr gespannt, wer die Gentlemen dieses außergewöhnlichen Clubs in London sind. Das werden wir jetzt rausfinden. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Nobel. Wer ist das? Arthur Templeton. Oh, die sind alle tot. There has been quite a battle here. Ja. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ja, ich denke auch. Deswegen macht es auch nicht viel aus, wenn ich sie ausraube. Wir uns mal ein bisschen umsehen, bevor wir nach oben gehen. So, habe ich schon geöffnet, glaube ich. Ja. Ziemlich viele Leichen. Okay. Das ist wahrscheinlich die Tür, wo ich in den Hinterhof komme. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Ein Schwert. Jemand hier? Nö. Schlüssel für den Keller des Ascalon Clubs habe ich einfach mal dreist mitgenommen. Den Schlüssel für den Keller. Okay, alles klar. Ja, dann kann ich mich wohl auch im Keller umsehen, wie es aussieht. Vielleicht finde ich da noch den einen oder anderen Hinweis. Also diese Quest mit diesen Notizen, die jemand in Blindenschrift verfasst hat, das interessiert mich, was bei rumkommt. Ja. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention.
Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garde of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls.
Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Yay, wir sind offizielles Mitglied vom Ascalon Club. Okay, wir sind hier diese Dudes. Lord Redgrave. Mesmerisieren 20. Was? Mesmerisieren 6. 6. 6. 6. Weiß man nicht. Wer ist das? Er scheint kein Vampir zu sein. Gucken wir uns erstmal noch hier in diese Ecke um. Ich glaube, hier ist aber nichts. Aber hier ist noch ein weiterer Gang. Ist auch noch Teil des Gebäudes? Da unten sind die Leichen, okay. Alles Lords. Also hohe Adlige. Ja, wissen wir nicht. Gehen wir mal mit ihm. Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Die sind berühmt. Über Lord Redgrave. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Das ist ein Favor für Vampire. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years.
and will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Er ist ziemlich verhalten. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Geld löst nicht jedes Problem. Ja, What da hat do er you recht. know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist effizient, das ist gefährlich, das ist ungerecht. Das ist gefährlich, ja. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Needs it now. Okay, liebe Freunde, wir sind schon bei 43 Minuten, gleich 44. Deswegen sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Aber wir haben es geschafft, wir sind Mitglied des Escalon Clubs. Und das nächste Mal werden wir uns mit den anderen Vampiren hier noch unterhalten. Mit Lord Redgrave natürlich. Da wird uns mehr erzählt, was wir tun sollen und was hier vor sich geht. Und wie wir dieser Epidemie Einhalt gebieten. Bin schon sehr gespannt, wo uns das Ganze hinführen wird. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Vampire.